und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir gemeinsam dieses Cruella-Würmchen. Das ist auch wirklich super einfach und schnell gemacht. Wir fangen jetzt auch direkt mit den Haaren an. Das seht ihr dann, wie einfach und schnell das geht. Dann machen wir nun ein Würmchen und die Arme, wenn ihr möchtet. Ich nehme jetzt auch wieder dieselben Farben. Ich habe hier eine 25 mm Holzperle, die habe ich selbst bemalt. So sieht das ungefähr aus, kommt nachher mit dem kompletten besser zur Geltung. Und das lege ich jetzt einmal zur Seite. Wie gesagt, wir fangen jetzt mit den Haaren an. Ich häkel auch mit einer 3 mm Häkelnadel. Ihr nehmt euch eure Wolle und werdet ungefähr 15-20 cm Stränge abschneiden. Die müssen auch nicht gleich lang sein, weil am Ende werden wir natürlich noch die Haare in die richtige Länge schneiden und einmal gerade schneiden. Für den Anfang schneide ich mir schon mal einen Faden ab und lasse es hier liegen. So. Und ungefähr in der Länge werde ich jetzt auch noch 20 weitere solcher Fäden einmal abschneiden. Ich mache das immer so und schneide dann am Ende die Spitzen auf. Jetzt haben wir hier schon 7 Stränge, die lege ich mir dann so hier hin. Dann mache ich weiter, nochmal welche. Macht euch da keinen Stress, die müssen nicht gleich lang sein. Hier haben wir nochmal weitere 6 Stränge und das mache ich jetzt noch einmal. So. Ihr könnt natürlich auch ein paar mehr oder ein paar weniger machen. Das müssen jetzt nicht genau 20 sein. So, das lege ich mir dann so hin, ungefähr mittig. Wir machen hier jetzt einmal Knoten rein. Dann ist die eine Seite auch schon mal fertig. Dasselbe mache ich jetzt noch mal mit Schwarz. Auch damit sind wir jetzt fertig. Das verknote ich mir auch. Und dann haben wir hier die Fäden von dem und die Fäden von dem. Und jetzt werden die beiden zusammengeknotet. Ich ziehe mir das einmal vorsichtig hier schön fest. Und mache hier in der Mitte auch noch mal einen schön festen Knoten rein. So. Und mit diesen Fäden arbeiten wir nachher. Die lasse ich jetzt einmal außen vor. Ihr könnt die Haare, wenn ihr möchtet, jetzt auch schon kürzen und richtig schneiden oder nachher, wenn wir das Fang gemacht haben. Ich lasse das jetzt erstmal so beiseite. Und bei dem Würmchen machen wir die Schlaufe gleich mit dran, also an einem Stück. Und ich finde das schöner, wenn diese Schlaufe jetzt in einer anderen Farbe ist. In dem Fall mag ich das in Rot. Deswegen fangen wir jetzt damit an. Wir legen uns die Wolle auf die Häkelnadel, drehen es einmal. Wir ziehen einmal durch und ziehen fest und häkeln jetzt erstmal eine Luftmaschenkette mit 70 Luftmaschen. 4, 5, 6,
Unsere Luftmaschenkette mit 70 Luftmaschen ist fertig. Wir halten uns das einmal gerade, gehen dann hier vorne in die erste Masche rein, machen das zusammen und ziehen hier durch die Schlaufen hindurch. Somit haben wir das auch schon fertig und jetzt nehmen wir die Farbe für den Körper, bei mir in diesem Fall weiß. Ich lege mir die Wolle auf die Häkelnadel, drehe es einmal, sodass das kurze Stück hinten ist, halte mir das fest und ziehe hier durch die rote Schlaufe durch, ziehe rot fest und mache jetzt erstmal wieder Luftmaschen für den Körper, und zwar sind es 40 Luftmaschen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Auch die 40 Luftmaschen haben wir jetzt gehäkelt. Jetzt fangen wir an mit unseren Stäbchen, damit unser Würmchen entsteht. Dafür nehmen wir uns die Wolle auf die Häkelnadel, überspringen die ersten beiden Maschen und gehen in die dritte rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus, holen den Faden durch die ersten beiden Schlaufen, wir holen den Faden durch die anderen beiden Schlaufen. Das ist unser Stäbchen. Und wir machen jetzt in jede der Maschen 4 Stäbchen rein. Das heißt, ich mache jetzt ein weiteres Stäbchen in ein und dieselbe Masche. Dann kommt das dritte Stäbchen in dieselbe Masche. Und auch ein viertes Stäbchen in ein und dieselbe Masche. Dann gehen wir in die nächste Masche rüber. Die ist auch ganz dicht beieinander. Die nicht überspringen, sonst wird das Würmchen nicht schön. Und auch jetzt in diese Masche machen wir 4 Stäbchen rein und das machen wir, bis wir oben an der roten Schlaufe angekommen sind. Wirklich keine überspringen. Die sind sehr dicht beieinander. Macht das in Ruhe. Und immer 4 Stäbchen in jede Masche, das spule ich dann jetzt schneller. Und dann fängt das Würmchen auch an, sich schon zu drehen. Und das machen wir jetzt, bis wir hier angekommen sind. So, unser Würmchen ist fertig. Wir haben jetzt alle Maschen behäkelt. Jetzt schneide ich einmal meine Fäden ab, ziehe es hier einmal raus und werde hier oben erstmal alles verknoten. Und dann könnt ihr das natürlich auch vernähen, wenn ihr das sicherer haben wollt, dass es nicht aufgeht. Jede Farbe mit der eigenen Farbe habe ich jetzt einmal verknotet. Ich schneide jetzt auf die Schnelle mal meine Fäden ab. Und dann stellen wir unser Würmchen jetzt auch schon mal zusammen. Dafür nehme ich mir mal als erstes mein Köpfchen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch einen Screenshot machen, wenn ihr das genauso aufmalen möchtet. Da gehe ich hier oben mit der Häkelnadel rein, ziehe schon mal meine Schlaufe durch. Dann drehe ich mir das zurecht, wo ich das hinhaben möchte. So sieht das schon mal aus. Und jetzt nehmen wir unsere Haare. Das ziehe ich noch mal ein bisschen nach oben. Und die Haare werden wir jetzt nämlich von oben, diese Stränge, durch die Holzperle nach unten hinziehen.
Da gehe ich mit der Häkelnadel hier unten rein, nehme mir meine Fäden und ziehe sie nach unten durch die Holzperle durch. Ich gehe noch mal rein und auch die andere Farbe. Ich habe jetzt die Schlaufen von den Haaren durch die Perle jetzt nach unten durchgezogen und jetzt werde ich mir das hier verknoten. Dafür nehme ich die nach hinten. Und verknote die hier einmal. Dann schneide ich mir meine Fäden ab. Ihr könnt es natürlich auch vernähen oder ein bisschen Kleber drauf machen, damit das nicht aufgeht. Dann werden wir jetzt die Haare einmal kürzen. So sieht das jetzt aus. Einmal alles zurecht tun. Damit die Haare nicht das Gesicht verdecken, dafür drehe ich die vorderen Strähnen so etwas nach hinten und habe sie dann bei dem anderen Würmchen auch mit einem Klecks Heißkleber so fixiert, damit das Gesicht frei bleibt. Und jetzt könnt ihr einfach auf die Länge schneiden, die ihr möchtet. Ich mache das hier einmal vorsichtig. Ich habe das jetzt in der Hand, damit ihr das auch so besser sehen könnt. Sonst halte ich mir das an der Schlaufe fest und dann ist das auch sicherer mit dem Schneiden. Feinheiten könnt ihr nachher auch noch machen. So sieht die eine Seite dann schon mal aus. Und hier drehe ich mir das auch gleich nach außen. Die vordere Strähne so nach außen und dann mit einem Klecks Heißkleber festmachen. So sieht es jetzt erstmal aus. Jetzt machen wir noch die Punkte. Dafür nehmt ihr euch die schwarze Wolle und wir schneiden einmal ein paar Stückchen ab. Ungefähr so kleine Stücke. So viele Punkte wie ihr möchtet. Ich mache mal jetzt 6. Dann fädel ich mir die eine Seite von dem schwarzen kurzen Faden auf die Vernähnadel. Gehe hier an dem Würmchen irgendwo durch eine Schlaufe, ziehe es durch und mache einfach hier Knoten rein. Dann schneide ich meine Fäden ab. Und so habe ich so gesehen die Flecken, die Punkte drauf. Das mache ich jetzt mit den anderen auch. Die Anzahl ist euch überlassen. Ich mache noch den mit euch zusammen und dann spule ich den Rest schneller und dann zeige ich euch noch mal, wie ich die Arme häkel. Ich werde dieses Würmchen, glaube ich, ohne Arme lassen. Und das machen wir jetzt so lange, wie viele wir möchten. Bevor ich es vergesse, wollte ich euch das noch mal sagen. Und zwar habe ich bei dem ersten hier auch am Köpfchen links und rechts ein paar Haare rangeklebt mit der Heißklebepistole und auch hier hinten.
Dann ist das einmal schön fest. Das könnt ihr dann hier auch machen, dass ihr hier ein bisschen Heißkleber hinmacht, dann ein paar Haare schon mal hier so dran klebt. Dann ist das schon mal dichter am Kopf. Und die oberen Haare, die vorderen, hatte ich mir ja, wie erwähnt, schon so nach hinten gedreht und auch mit einem Heißkleberpunkt hier dran befestigt. Dann hält das ein bisschen besser und sieht ein bisschen schöner aus. Nur, dass ihr das auch schon mal wisst. Und dann sieht es viel, viel süßer aus. Und das wollte ich euch noch mal zwischendurch einmal erzählen. So, die Punkte haben wir fertig. Das Würmchen könnt ihr jetzt auch so schon lassen, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr noch Arme dran haben möchtet, dann geht das auch wirklich super schnell. Ihr nehmt euch die Wolle auf die Häkelnadel, dreht es einmal. Dann einmal durchziehen und festziehen. Dann 7 Luftmaschen. 3, 4, 5, 6 und 7. Dann nehmen wir die andere Farbe. Hier hatte ich Rot genommen, wegen der Handschuhfarbe. Das legen wir auf die Häkelnadel. Wir drehen es einmal, ziehen einmal durch, machen eine Luftmasche, ziehen das andere einmal fest. Und jetzt zeige ich euch das einmal. Hier vorne geht ihr direkt in die erste Masche rein. Und wir machen hier rein jetzt feste Maschen. 1, 2. Wir gehen immer in dasselbe Loch jetzt rein, also in dieselbe Masche. 3. Und 4. Das lassen wir jetzt auch so. Das schiebe ich einmal kurz zur Seite. Wir schneiden unsere Fäden einmal ab. Wir ziehen es hier raus und werden jetzt erstmal hier Rot mit Rot verknoten. Dann verknote ich das auch noch mal mit dem Weißen. Ihr könnt das natürlich, wie gesagt, alles so vernähen, wie ihr das sonst immer macht oder wie ihr das kennt. Und dann können wir die Fäden hier schon mal abschneiden. Ihr könnt immer einen Klecks Kleber drauf machen, damit sich die Knoten nicht lösen. Und mit dem Anfangsfaden, den könnt ihr dann hier einfach oben jetzt dran nähen. Dann habt ihr Arme mit so roten Handschuhen so gesehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne weitere Ideen in die Kommentare, was wir noch zusammen häkeln sollen. Teilt das Video gerne mit Freunden und Bekannten. Und dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß. Bis dahin.